Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt, dem ersten nach der Sommerpause. Heute nehme ich euch mit meinem Motiv mit nach St. Peter-Ording an die Nordsee. Meist hat man ja zu viele Farben in der Palette und das macht die Sache mit dem Mischen nicht unbedingt einfacher. Deshalb möchte ich mich heute ein wenig auf die Basics besinnen und mein Bild nur mit 2 Farben malen. Mir reicht eine kühle Farbe und eine warme Farbe, um alle Aussagen im Bild zu treffen. Dabei kommt es natürlich auf das genaue Mischen der Farben an. Ich staune immer, wie vielfältig die Nuancen sind, die man mit nur 2 Farben erreichen kann. Die weite Strandlandschaft von St. Peter-Ording an der Nordsee in Deutschland eignet sich natürlich besonders gut für so ein Bild. Wir haben dort schöne, klare Farben, einen weiten Himmel und einen deutlichen Fokuspunkt mit dem Pfahlbau am Strand. Ich war dort schon öfter zum Malen, auch mit meinem Skizzenbuch unterwegs. Dieses Motiv habe ich mitgebracht und nun wünsche ich viel Spaß beim Zuschauen. Die Materialien für unser heutiges Motiv sind Kobaltblau und Sienna gebrannt von Winsor Newton, eine 2-Cent-Münze, die Sprühflasche, gutes Büttenpapier von Arches oder einer ähnlichen Qualität und folgende Pinsel: 2 Rotmarderhaarpinsel, Größe 7 und Größe 12, ein Eichhörnchen-Verwaschpinsel, ein Kunststoffpinsel zum Spritzen, ein Linierer von Da Vinci und der grüne Kunststoffpinsel zum Auswaschen. Das heutige Motiv stammt aus meinem Kursthema Die reduzierte Palette und wird nur mit 2 Farben gemalt. Den warmen Bereich deckt Sienna gebrannt ab und den kühleren das Kobaltblau. Beide Farben sind von Winsor & Newton. Hier links auf dem Blatt sehen wir das Sienna gebrannt in 3 Helligkeitsstufen, die ich jeweils mit der Zugabe von Wasser reguliere. Rechts daneben 2 Mischreihen, die sich durch die unterschiedliche Zugabe von Kobaltblau ergeben. Hier auf der rechten Seite seht ihr das Kobaltblau, so wie es aus der Tube kommt, und links daneben die Mischungen mit Sienna gebrannt. Hier liegt nun Skizze und Referenzfoto. Beides bekommen die UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt wieder per Mail zugesandt. Falls ihr schon Unterstützer der Aquarellwerkstatt seid, könnt ihr auch jederzeit auf alle älteren Posts, also E-Mails und Fotos und auch auf alle älteren Livestreams, die wir hier auf YouTube veranstalten, zurückgreifen. Zu Beginn feuchte ich mein Blatt mit klarem Wasser gründlich an. Ich beginne im Himmel mit einigen Strichen Sienna gebrannt in der Nähe des Horizonts. Diese Farbe ziehe ich leicht diagonal nach rechts oben. Nun setze ich das Kobaltblau von links oben kommend dagegen. Bei dieser Art von Himmel gilt, je weniger Striche, desto besser. Ein lockerer, zügiger Farbauftrag mit einigen verbindenden Strichen zwischen beiden Farben funktioniert hier am besten. Mit der feinen Sprühflasche sprühe ich ungefähr mit 40 cm Abstand die Fläche noch einmal an, damit sich beide Farben ganz weich miteinander verbinden. Nun kann man das Papier leicht drehen, das Pigment bewegt sich dabei in verschiedene Richtungen und die sich ansammelnden Tropfen werden an der unteren Seite der Farbfläche mit dem Pinsel abgesaugt. Eine 2-Cent-Münze mit Küchenrolle umwickelt dient mir als Stempel für die Sonne. Ich drücke sie mit leichtem Druck in die noch feuchte Himmelsfläche. Dies ist eine sehr schöne und minimalistische Möglichkeit, die untergehende Sonne im Bild festzuhalten. Nun mische ich den Farbton für die Wolken. Hierbei verwende ich natürlich wieder unsere beiden Farben Kobaltblau und Sienna gebrannt und lasse das Blau zunächst in der Mischung überwiegen. Am oberen Bildrand sind die Wolken größer und stärker gewölbt. In Richtung Horizont werden sie schmaler und flacher.
Für einige Wolken in der Nähe der Sonne nehme ich etwas mehr Sienna gebrannt in die Mischung. Und auch vor die Sonne setze ich eine kleine Wolke. Nachdem der Himmel getrocknet ist, mische ich mir jetzt einen leicht gebrochenen Blauton aus viel Kobaltblau und ein wenig Sienna gebrannt. Mit der Pinselbreitseite und schnellen Strichen ohne viel Druck setze ich den Farbauftrag für das Meer. Einige kleine Wellen im Mittelgrund werden dabei schon ausgespart. Auf der rechten Seite gibt es ein wenig Schatten im Wasser, deshalb mische ich hier noch einmal etwas Sienna gebrannt in die Farbmischung. Mit der gleichen Schattenfarbe deute ich den Schlagschatten unter der vorderen Welle an, die den Übergang zwischen Wasser und Strand bildet. Die nächste Form auf dem Strand ist der Spülsaum. Hier bereite ich diese sehr helle Fläche zunächst mit einem Strich klarem Wasser vor und gebe dann ein wenig Kobaltblau hinein. Zügig wird jetzt ein leichter Farbauftrag mit Sienna gebrannt für den Sand angefügt und zum Bildvordergrund hin nach und nach intensiviert und mit Kobaltblau abgedunkelt. Es ist wichtig, dass sich nicht nur der Farbton verändert, sondern auch die Konsistenz des Farbauftrags. Am unteren Bildrand ist deutlich mehr Pigment und weniger Wasser in der Mischung, damit der Tonwert im Vordergrund dunkler erscheint. Für ein wenig Sandstruktur spritze ich jetzt mit dem Kunststoffpinsel ein paar Wassertropfen in die vordere Fläche. Nun muss mein Bild noch einmal komplett durchtrocknen. Die Häuser am Strand in St. Peter-Ording sind ganz typische Pfahlbauten. Traditionell waren sie alle aus Holz gebaut. Heute findet man dort überwiegend neu gestaltete Strandhäuser aus Beton. Einige ältere Häuschen aus Holz gibt es aber noch und vom malerischen Standpunkt aus gesehen sind diese alten und leicht morbiden Häuser für mich natürlich ein bisschen interessanter. Das Dach male ich jetzt mit einer relativ wässrigen Mischung aus viel Kobaltblau und wenig Sienna gebrannt. Dieses Verhältnis wird in den Holzwänden des Hauses einfach umgekehrt. Die Pfähle, auf dem das Haus steht, und die beiden schmalen Leitern rechts und links ziehe ich mit dem Linierpinsel. Dies ist ein sehr feiner Pinsel mit einem langen Körper, der ganz lockere und dünne Striche ermöglicht. Wir verlinken ihn, wie auch alle anderen Materialien, unter dem Video für euch. Bei diesen dünnen Strichen finde ich es wichtig, dass man den Pinsel ganz locker und schnell zieht und nicht so genau arbeitet.
Das Auge des Betrachters ergänzt die fehlenden Informationen sicherlich und mein Bild behält die spontane und flüchtige Aussage. Das gleiche gilt für die Figurengruppe unter dem Sonnenschirm, die ich hier nur mit einigen Strichen andeute. Einige laufende Figuren am Strand kommen noch hinzu. Die Farbmischungen hierfür bewegen sich immer zwischen Sienna gebrannt und Kobaltblau. Mit dem trockenen Pinsel ziehe ich nun noch einige bläuliche Striche über den Strand. Mit Sienna gebrannt werden noch ein paar Pfähle in den Sand gestellt. Und die Figuren, die im Wasser stehen oder laufen, bekommen eine bläuliche Spiegelung. Auf der rechten Haushälfte male ich eine bläuliche Schattenform ein und auch unter dem Haus und unter der Dachform wird mit dieser Schattenfarbe gearbeitet. Tür und Fenster setze ich mit sparsamen Strichen und das Geländer wiederum mit dem Linierer. Für den großen Fahnenmast versuche ich, den trockenen Pinsel einzusetzen. Dies kann man ein wenig auf einem Extrablatt vorher üben, damit der zügige, lockere Strich auch einigermaßen gerade gelingt. Was wäre ein Strandbild ohne Möwen? Hier male ich noch eine größere und ein paar kleinere mit verschiedenen Flugrichtungen in mein Bild hinein. So, ich hoffe, mein kleines St. Peter-Ording-Motiv hat euch Spaß gemacht und ihr habt Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr vielleicht zunächst einmal mit den 2 Farben wie empfohlen arbeitet und später das Motiv auch dann mit mehreren Farben umsetzt. Hierbei lohnt es sich sicherlich, immer mal wieder auf den Warm-Kalt-Kontrast zu schauen. Wir freuen uns wie immer über einen Like unter diesem Film oder ein Abo für unseren Kanal. Vielen Dank auch an dieser Stelle an alle UnterstützerInnen unseres Kanals. Es sind mittlerweile über 500 Menschen, die unsere Arbeit hier auf YouTube auf diese Art und Weise wertschätzen.
Wer noch dazukommen möchte, findet den Link unter dem Video. Steady, deine Unterstützung heißt er. Ab 2 Euro monatlich kann man dabei sein. Zum Beispiel bekommt man die Referenzfotos und Skizzen für die Motive per Mail zugesandt. Und es gibt regelmäßig YouTube Live-Events, an denen ich hier auf YouTube so in 1 oder 2 Stunden das Motiv in Echtzeit male und währenddessen eure Fragen im Chat beantworte. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren dieses Motivs und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.